Excel und Shibuya, ihr müsst jetzt ganz stark sein. Das ist das X10 von Sunleader. Heute stelle ich euch ein weiteres Visier vor, und zwar diesmal eines für die Compound-Schützen. Und zwar ist es das X10 von Sunleader. Sunleader, eine chinesische Marke. Ich habe heute nochmal auf der Webseite nachgeguckt, gegründet 1998. Ich muss zugeben, mir ist sie noch nicht seit 98 bekannt, aber also vor ein paar Jahren eigentlich erst wirklich in Europa aufgeschlagen, aber mittlerweile doch auf sich aufmerksam gemacht durch ein paar ganz interessante Produkte, vor allem im Recurve-Bereich. Und das ist das erste Visier von Sunleader und das ist jetzt eben für den Compounder. Das Visier gibt es nur in einer Rechtshandversion, also die Linkshandschützen gehen mal wieder leer aus, leider Gottes. Es gibt das Visier in zwei Versionen, einmal mit einem 6 Zoll und einmal mit einem 9 Zoll Ausleger. Das Visier, was ich hier in der Hand habe, ist die 6 Zoll Version, also die kompaktere von beiden. Wir haben hier einen Carbon-Ausleger, wie man unschwer erkennen kann. Bei der 6 Zoll Variante haben wir hier 8 Rastpunkte im Abstand von je 0,5 Zoll und bei der langen Version haben wir eben 14. Das ist soweit relativ normal. Wir haben ich bewege mich jetzt mal von der Aufnahmeplatte nach vorne durchs Visier. Wir haben eben hier die Montagemöglichkeit für den Ausleger und ich hatte neulich ein Video gemacht über das SX200 von Arc System und hatte mich da so positiv darüber ausgelassen, wie schön diese Verstellung hier funktioniert. Das ist in dem Fall hier ein bisschen einfacher gestaltet. Wir haben, wie das üblich ist, oben ein Langloch, unten eine festsitzende Schraube und wenn wir jetzt hier oben diese Schraube lösen, dann kann man das etwas verstellen. Und zwar hat man hier dafür eine Skala, die einem dann hilft, aber man muss es einfach so ein bisschen verstellen. Das war noch nicht genug. Dann kann man es so einstellen, das kann man, glaube ich, ganz gut sehen. Ist ganz gut gemacht, funktioniert, aber ist eben jetzt keine Lösung, die mich vom Hocker haut. Dann geht es weiter. Wir haben hier die Visierschiene, darauf sitzt der übliche Visierschlitten. Interessanterweise kann man diesen Schlitten komplett vom Visier abziehen. Wir haben zum Zweiten auch noch einen Wechselkopf hier vorne. Das heißt, wir können den Wechselkopf abmachen oder wir können den Schlitten komplett vom Visier machen. Wir haben also beide Varianten. Wenn man jetzt das Scope montiert hat, kann man beides tun, um das Visier eben wegzupacken. So, ich baue mal alles wieder zusammen. Der Visierschlitten läuft auf 4 Kunststoffgleitern, die im X-Verbund angeordnet sind. Hier unten kann man sie sehen, hier ist einer und auf der anderen Seite auch. Dadurch sitzt das wirklich sehr schön auf der Schiene und ist sehr spielfrei, also da tut sich hier fast nichts. Wir haben hier wie üblich die Feinverstellung über die Rändelschraube. Es gibt auf der Oberseite eine Rändelschraube, auf der Unterseite gibt es auch eine, aber so eine kleine, also das zähle ich jetzt mal nicht. Wir haben eine auf der Oberseite, die hat 20 Klicks pro Umdrehung. Wir haben 1,06 mm Höhendifferenz pro Umdrehung, was eine Verstellgenauigkeit von 0,053 mm pro Klick ergibt. Das ist auf dem Level von unseren High-End-Modellen von eben angesprochen Excel und Shibuya. Und da ist schon ganz klar, das sieht man diesem ganzen Visier auch an, es will ganz oben mitspielen. Also es ist kein Einsteigervisier, es hat im Grunde eben alle Features, die man so erwartet. Das nächste ist, wenn ich von der Schiene zum Kopf übergehe, ist die Einstellung der dritten Achse. Da haben wir hier diese 2 Schrauben. Eine Seite ist wie bei der Montage der Visierschiene eben auch durch ein Langloch gesichert, das ist die hier oben. Die kann man dann eben lösen und kann den ganzen Block nach vorne und hinten schieben. Dafür haben wir auf der Seite eine kleine Skala und darüber kann man dann eine Einstellung vornehmen. Das ist auch nicht super präzise, aber für die meisten Einstellungen sollte das eigentlich ausreichen. So, dann habe ich gesagt, wir haben ein Wechselkopfsystem vorne. Ganz spannend bei diesem Visier, wir haben 2 Köpfe dabei. Wir haben also einmal diesen Wechselkopf hier, der hat ein UNF Nummer 10 Gewinde für
alle üblichen Scopes. Und dann haben wir eben noch den zweiten hier und der ist eben für 1,5 Zoll Barrel. Der hat eben ein Barrel dabei, aber wenn man jetzt zum Beispiel einen Scope hat von Axel oder von wem auch immer und das ist schon auf Barrel montiert, wenn es 1,5 Zoll ist, passt es dann eben auch hier rein. Dann haben wir eine Skala, die relativ fein ist und interessanterweise hier mal endet. Finde ich immer interessant, dass Visierskalen oder ja doch diese Skalen bis ganz runter gehen. Die kann man natürlich aber nie erreichen, weil hier oben die Nadel ist zum Einstellen. Wir haben 70 mm echten Verstellweg und auf der anderen Seite haben wir eben keine Beschriftung, wir haben keine Skala. Es liegen aber Klebeskalen, weiße, unbeschriftete Skalen liegen bei, um eben selber Markierungen und Beschriftungen anzufertigen. Im Lieferumfang ist alles dabei, was bei mir hier auf meinem kleinen schönen Brettchen steht. Wir haben also das Visier, wir haben die 2 Wechselköpfe, wir haben Werkzeug und Montageschrauben. Hier noch einen Koffer, den habe ich versteckt. Der gehört auch dazu. Der ist auch ganz nett gemacht. Von innen ausgekleidet mit Schaumstoff, wie man das auch kennt von den tatsächlich High-End-Visieren. Schützt das ganze Teil gut, macht einen vernünftigen Eindruck und rundet damit quasi das Ganze ab. Insgesamt muss man sagen, kriegt man hier richtig viel fürs Geld. Das Produkt ist wie immer unten verlinkt, bitte schaut mal rein. Der Preis kann sich durch Euro-Dollar-Schwankungen wie immer auch ändern, deswegen halte ich mich damit jetzt mal ein bisschen zurück. Aber es positioniert sich preislich weit unterhalb von den High-End-Visieren von Shibuya, CBE, Axel, Sherlock. Aber man kriegt im Grunde eben fast alles, was man bei denen auch kriegen würde. Und deswegen ist das für jemand, der ein bisschen aufs Geld achten möchte, sicherlich eine gute Alternative und durchaus mal ein Test wert. Wenn ihr Fragen habt zum Sandlida X10 Compound Visier, dann rein in die Kommentare damit. Wir werden die alle beantworten, so gut es geht. Und ansonsten war's das. Ich bedanke mich und bis zum nächsten Mal.